Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ich darf euch heute nochmal einen Vaporizer vorstellen, und zwar hat mir die Firma Inhale nach meinem Webman-Video noch den zweiten Vaporizer in ihrem Portfolio geschickt, und zwar der Lotus Vaporizer. Das ist ein Vaporizer, auf den habe ich auch schon länger ein Auge drauf geworfen. Den habe ich jetzt 2-3 Wochen ausprobiert und den möchte ich euch heute gerne vorstellen. Der Lotus Vaporizer ist ein mechanischer Vaporizer, der komplett auf Konvektion beruht und glänzt mit einer superschnellen Aufheizzeit. Das Konzept stammt eigentlich von einem Amerikaner aus Kalifornien und Inhale hat dem das Patent abgekauft und produziert das jetzt selbst. Schauen wir uns das Gerät an. Im Lieferumfang ist einmal diese Tasche dabei und in der Tasche finden wir einmal den Vaporizer und ein J-Hook. Zusätzlich finden wir noch ein Konzentrate-Pack und eine kleine Dokumentationsbroschüre. Schauen wir uns den Vaporizer ein bisschen genauer an. Der besteht aus 2 Teilen. Wir haben hier das Oberteil, der Heizer, und wir haben hier die Kräuterkammer, die gleichzeitig auch der Wasserpfeifenadapter ist, der einen 14 mm Anschluss hat, und dabei ist ein Glas-J-Hook, mit dem wir das Ding direkt dampfen können. Da sind 2 Silikonringe dran, damit das Ganze auch dicht hält. Die sind grün, weil ich die gewechselt habe, weil mir grün besser gefällt. Den unteren Teil kann man komplett auseinanderbauen. Man kann die O-Rings abmachen, man kann den Sieb rausnehmen und man kann auch sogar diese Händel hier abmachen. Die ist allerdings relativ schwierig abzumachen. Und dann haben wir hier das Oberteil. Meins hier ist aus Olivenholz. Es gibt auch noch Walnuss und Amaranth. Und unten haben wir hier einen kleinen Metallstift drin, der gleichzeitig als Rühre gedacht ist beim Vapen. Und wir haben hier 6 Lufteinschlüsse, durch die die Luft eingezogen wird, und dann wandert die hier oben unter dem Blech vorbei, und das Blech erheizen wir, während dann die Luft beim Vorbeiziehen erhitzt wird, wandert durch die Kräuterkammer und extrahiert unsere Kräuter. Hier oben ist also wie gesagt unser Heater. Das ist einfach nur ein dünnes Metallblech, das erhitzt wird. Das Blech hier oben kann man auch wechseln. Das kann man Ersatzteile bei denen im Shop kaufen. Das Funktionsprinzip ist jetzt also so, dass man Kräuter in die Kammer macht, dann steckt man das zusammen. Das hält hier auch magnetisch zusammen, also das fällt nicht runter. Und dann erhitzt man hier mit dem Feuerzeug dieses Blech, während man dann gleichzeitig an dem Vaporizer zieht und trotzdem noch erhitzt und während dem Ziehen weiter erhitzt. Und gerade durch dieses Heizen während dem Ziehen erinnert es vom Handling her irgendwie an das Bongrauchen von damals, finde ich. Man kann mit diesem 14er Schliff natürlich auch auf anderen Geräten, zum Beispiel auf Wasserteilen, dampfen. Das macht auch Spaß. Aber es ist somit ein Vaporizer, den man nur mit einem extra Teil nutzen kann, sei es jetzt dieser J-Hook oder sei es eine andere Bong oder irgendwas mit einem 14er Schliff. Wenn man einfach so direkt am WPA ziehen würde, dann wäre das sehr anstrengend und sehr heiß für den Hals, und es wäre nicht empfehlenswert, vor allem auch durch die gegebenenfalls durchkommenden Kräuterstückchen, die dann im Hals landen. Alternativ könnte man das Ding aber natürlich auch auf ein normales Chillum setzen oder auf einen Silikonschlauch, sollte einem jetzt dieses J-Hook kaputt gegangen sein oder man das gerade nicht zur Hand haben. Von der Einordnung her würde ich diesen Vaporizer als ein Medium bis Heavy Hitter einordnen. Die Kammergröße ist ungefähr 0,2 bis 0,25 würde ich es jetzt schätzen. Und weil es ein reiner Konvektionsvaporizer ist, muss man eher lange direkte Züge machen. Dabei kann man dann mit seinem Zug auch so ein bisschen die Temperatur, die in der Kammer ist, bestimmen. Und man muss halt auch schon dauerhaft heizen, weil die Wärme relativ schnell wieder unter die dampfproduzierende Temperatur fällt, wenn man nicht heizt, während man sich aber trotzdem hier oben an dem Metall noch verbrennen kann. Wie benutzen wir das Ding also? Zuallererst müssen wir auch hier, wie beim Webman, unser Feuerzeug einstellen, und wir stellen das Feuerzeug an, dass die Flamme über 2 Blätter drüber geht. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. So ungefähr. Und dann heizen wir erstmal in der Mitte ein paar Sekunden, fangen dann an zu ziehen und fangen dann mit kreisenden Bewegungen an weiter zu heizen, während wir ziehen. Und dabei können wir dann darauf achten, wie die Dampfproduktion ist, die man jetzt zum Beispiel hier in diesem J-Hook während dem Ziehen ganz gut sieht durch den Glasweg, und können dann entsprechend die Flamme ein bisschen weiter weg oder näher dran machen und auch unseren Zug beschleunigen oder erniedrigen.
und man sollte auch während dem Ziehen diese kreisenden Bewegungen machen, um zu verhindern, dass man eine Hotspot-Bildung innerhalb der Kammer bekommt, dass quasi nur der untere Teil angeröstet ist und der obere Teil sieht noch relativ grün aus. Was die Heiztechnik angeht, hatte ich die eigentlich relativ schnell raus. Am Anfang habe ich erstmal ein bisschen zu wenig erhitzt und es kam kaum Dampf. Aber das Schöne ist ja auch, dass man, wie gesagt, durch diesen Glasweg direkt sehen kann, wie dicht der Dampf ist. Und dadurch kann man ja dann anhand dessen mit dem Zug oder mit dem Abstand des Feuers, wie gerade schon erwähnt, variieren, um da die Performance zu verbessern oder um die Performance zu verbessern. Gerade den Dampfweg zu beobachten ist für mich auch irgendwie essentiell, weil ich so halt auch wirklich Verbrennungen vermeide, weil ich direkt erkenne, ob der Dampf gerade kritisch dicht wird oder nicht. Man kann nämlich relativ einfach mit dem Lotus verbrennen, besonders wenn die Flammen zu stark eingestellt sind, weil die Hitzeübertragung so schnell und direkt vonstatten geht. Wenn man aber die Technik raus hat, dann ist es eigentlich absolut kein Problem mehr, es sei denn, man heizt nicht aufmerksam. Ich habe da auch mal probiert, das habe ich jetzt gerade noch drin, hier Rubinkugeln reinzumachen, hier oben unter dieses Sieb. Zwischen das Blech und die Kräuterkammer quasi sind jetzt ein paar kleine Rubinkugeln, so circa 22 Stück, 3 Millimeter groß ist, und damit verzögert sich quasi die Geschwindigkeit der Hitzeübertragung und die Kugeln dienen sozusagen als ein Hitzepuffer und dadurch sollte dann die Gefahr des Verbrennens noch geringer werden und es scheint auch zu funktionieren. Ich habe es jetzt erst vor ein paar Tagen reingemacht und probiere das gerade noch aus, aber ist vielversprechend. Falls ihr also Probleme mit eurem Lotus habt, dass ihr öfter mal verbrennen sollt, dann probiert mal ein paar Kugeln hier reinzumachen. Am besten funktioniert der Lotus meiner Meinung nach auch mit einem einflammigen Feuerzeug. Allerdings muss man darauf achten, dass man, wenn man ihn jetzt mit dem J-Hook macht, dass man ja über Kopf heizt und dass dann zum Beispiel ein Feuerzeug wie so eins nicht gerade vorteilhaft ist, weil man das nicht über Kopf heizen kann, weil es dann nach ein paar Sekunden ausgeht, weil kein Gas mehr nachläuft. Aber Inhale bietet ja ihr Webman-Feuerzeug an und wie beim Webman auch, habe ich hier auch getestet, mit wie vielen Bowls ich mit einer Ladung mit dem Lotus durchkommen kann. Und das sind hier 44 Bowls, die ich mit dem vollen Webman-Feuerzeug mit dem Lotus heizen konnte, bis ich das Feuerzeug wieder auffüllen konnte. Das ist schon sehr erstaunlich. Wie gesagt, Webman-Feuerzeug, Bombenfeuerzeug. Der mitgelieferte J-Hook kühlt auch erstaunlich gut und ist wirklich perfekt, um direkt zu sehen, wie dicht der produzierte Dampf ist. Und auch auf Wasserteilen macht das Teil natürlich mega Spaß. Da hat man dann noch echt Abwechslung, je nachdem, wie viele Wasserteile man halt hat. Und der Vorteil dabei ist halt auch, man hat nicht immer diesen kompletten Vapo auf der Bong, der dann irgendwie in Kippgefahr ist, oder ein komplexes System aus Silikonschläuchen. Die essentiellen Vorteile des Lotus Vaporizers ist, es ist ein super schneller Vaporizer, mit dem man wirklich innerhalb von unter einer Minute oder unter 30 Sekunden mit der Session durch sein kann. Er hat einen mega klaren Geschmack durch die 100% Konvektion in Verbindung mit dem Glas. Er hat auch ein edles Design und mit dem J-Hook erinnert es auch irgendwie so an eine klassische Pfeife so ein bisschen. Was die Nachteile angeht, kann man relativ schnell verbrennen, wenn man nicht aufpasst, weil die Hitzeübertragung halt so unglaublich schnell ist. Das macht es nicht gerade so einfach für Einsteiger und ohne die kreisenden Bewegungen mit dem Feuerzeug hat man in der Kräuterkammer relativ schnell eine Hotspot-Bildung. Das ist auch nicht so cool. Im Großen und Ganzen ist der Lotus meiner Meinung nach nicht wirklich ein Vaporizer für den Ultra-Einsteiger, sondern eher schon was für fortgeschrittenere Vapor, die sich ein bisschen auskennen. Und ich finde, er ist besonders ansprechend für Bongraucher, da das Handling mit dem Feuerzeug sehr an das Bongrauchen erinnert. Geschmacklich spielt er ganz oben mit, wenn man die richtige Technik entwickelt hat. Aber es ist ein Vaporizer, den man achtsam vapen muss, weil man aktiv den Zug und die Flammenentfernung variieren muss, um gute Ergebnisse zu erzielen und um nicht zu verbrennen. Es ist also kein Vapo, um nebenbei einfach so zu vapen. Meiner Meinung nach ist es absolut ein Vape für Fans von mechanischen Vaporizern und von Holzliebhabern. Irgendwie passt er auch sehr gut in dieses Portfolio mit dem Webman, der als Konduktions-Microdoser fungiert, und dann den Lotus als Konvektions-Vapo, der auch größere Ladungen kann und einen schon auch gut wegdrücken kann. Bei der richtigen Technik kann der sogar einen vergleichbaren Druck erzeugen wie der Tiny Might. Ich kann also sehr gut nachvollziehen, warum das ein echt recht beliebter Vapo unter den Kennern von Vaporizern ist. Eine letzte Sache habe ich jetzt noch, und zwar habt ihr wahrscheinlich hier schon gesehen, hier habe ich 2 braune Flecken. Das liegt einfach daran, dass ich das einmal mit einem vierflammigen Feuerzeug versucht habe zu erwärmen
Und dabei bin ich dann mit 2 Flammen, weil ich es schräg halten musste, durch einen Deckel, den das Feuerzeug hatte, leider hier an den Rand gekommen und habe den ein bisschen angekokelt. Ist aber nicht schlimm. Das war's zu meinem Video zum Lotus. Wie gesagt, ein erstaunlicher Vaporizer. Simpel und ultra effizient. Geschmacklich mega gut. Falls ihr Fragen zu dem Ding habt, haut's in die Kommentare. Falls ihr das Teil auch habt und mir zustimmt oder mir widerspricht, haut's in die Kommentare. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe. Ich melde mich nochmal kurz aus dem Schnitt, und zwar wollte ich euch noch Bescheid geben, aktuell ist zur Halloween-Zeit gerade bei Inhale ein Sale, wo ihr 20% auf die Vaporizer von ihnen bekommt. Wenn dieser Sale vorbei ist, könnt ihr aber mit meinem Code, den ich von ihnen bekommen habe, Vapologe15, 15% auf den kompletten Warenwert bei nowinhale.com bekommen, ohne Mindestbestellwert. Und der Gutschein dürfte noch bis 2026 gültig sein. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.